Frau Hock, Sie erlebten bei einer Operation im Jahre 1983 eine Nahtoderfahrung. Wie war die Vorgeschichte? Ich hatte eine Verdickung am Hals auf der rechten Seite und das störte mich. Ich hatte Angst, dass es einen Kropf gibt. Und so fragte ich meinen Hausarzt, ob man dies entfernen könnte. Er fand zwar, dass dies nicht nötig wäre, aber er war dann doch mit einer Operation einverstanden. Ich war damals Lehrerin an einer Unterstufe und ein Kropf zu haben, wäre für mich fürchterlich gewesen. Bei dieser Halsoperation erlebten Sie die Nahtoderfahrung. Was erlebten Sie da? Ich wurde durch einen Tunnel gezogen, und zwar blitzschnell. Alles war dunkel ringsherum. Ich hatte auch Angst. Dieser Moment dauerte nur kurz, so vielleicht eine Sekunde oder nicht einmal, nach unserer Zeitrechnung. Am Ende des Tunnels wurde ich vom Licht geblendet und es war wunderschön. Ich konnte es kaum fassen. Ich sah vor mir eine Brücke über einem Bach hängen und ich trat auf diese Brücke. Es war eine enge Brücke und die Geländer waren goldig. Ich hielt mich an diesen Geländer fest und wollte ein paar Schritte auf die andere Seite tun. Und dann sah ich, dass auf der anderen Seite Engel standen. Vor allem ein großer Engel fiel mir auf, sicher 2 Meter groß. Es war ein weiblicher Engel mit wunderschönen blonden Haaren und riesigen Flügeln, die bis zu ihrem Oberschenkel reichten, von der Schulter weg. Sie waren weißlich, durchsichtig und dieser Engel schaute mich sehr freundlich und erwartungsvoll an. Dann schweifte ich meinen Blick etwas herum und links sah ich viele Felsen und rechts von dem Engel, von mir aus gesehen, sah ich Kinder. Und sofort dachte ich, dies wäre meine neue Schulklasse. Es waren vielleicht so 18 bis 20 Kinder an der Zahl. Ich würde denken, es wären Knaben gewesen. Alle trugen weiße Hemdchen und auch sie schauten mich erwartungsvoll an. Ich wollte ihnen entgegenkommen, um sie zu begrüßen, aber ich konnte kaum 1 oder 2 Schritte machen. Dann zog es mich wieder rückwärts durch dieses Tunnel. Blitzartig. Ich sah meinen Körper dann im Operationszimmer von der Decke aus, beobachtete ich dann meinen Körper im Bett liegen. Und rechts und links von mir stand ein Arzt. Ich hörte auch ein fürchterliches Brüllen im ganzen Raum und wunderte mich darüber. Aber offenbar war ich es, die so brüllte. Denn die Ärzte fuchtelten mit den Armen herum und winkten den Schwestern und sagten, fahren Sie ab mit dem Schreihals. Die 2 Schwestern waren es, die fuhren mein Bett in den Lift auf die Aufwachstation runter. Ich schrie offenbar immer noch. Auf jeden Fall diskutierten sie miteinander, ob ich wohl Schmerzen hätte, dass ich so schreien würde. Auf der Bettenstation schrie ich offenbar immer noch, denn
Alle anderen Patientinnen, es waren etwa 10 an der Zahl, setzten sich hoch und beobachteten mich. Und die Oberärztin ging zum Schrank, zog eine Spritze auf und verabreichte sie mir. In Sekundenschnelle war ich wach. Erstaunlicherweise erwachte ich nach der Injektion. Glücklich, ich war aufgestellt, strahlte. Und dann hörte ich ein paar Minuten später das Telefon klingeln und ich hörte die Stimme von meiner Mutter. Die fragte, wie es mir geht, und die Oberschwester sagte, ja. Sie wendete sich mir zu und sagte, ja, sagen Sie gleich selber, wie es Ihnen geht. Und ich sagte, Sali Mami, mir geht's gut. Dieser Engel, den Sie gesehen haben, können Sie diesen noch etwas besser beschreiben? Er hatte ein wunderbares weißes Kleid an. Und die Flügel, die faszinierten mich. Ich konnte meinen Blick gar nicht von diesen Flügeln abwenden. Es war ein durchsichtiges Weiß und die Flügel waren sehr groß, bis über die Hüfte, von den Schultern bis über die Hüfte reichten sie. Und die Person war weiblich? Ja, ich habe gesehen, dass sie lange Haare hatte. Und als Sie zu dieser Brücke kamen in der Naht oder Farm, das war auch in einer bergigen Umgebung. Ja, links sah ich, weiß ich noch, hat es hohe Berge. Rechts habe ich gar nicht geschaut. Ich schaute vor allem links und auch unter der Brücke führte ein Bach durch. Es war alles steinig und gebirgig. Wie hoch war diese Brücke? Über Boden, ja, ich würde sagen, so wie normal, so 20 Meter. In jungen Jahren machten Sie noch eine andere besondere Erfahrung. Ich war, wie es damals in den 70er Jahren üblich war, auf dem Tramp rund um den Globus mit Rucksack und per Autostopp. Über 2-3 Jahre lang. Und als ich dann in Asien war, wollte ich in einen überfüllten Bus einsteigen. Sogar auf dem Dach befanden sich Leute. Es war ein Gedränge. Und plötzlich hörte ich die Stimme meiner Mutter meinen Namen rufen. Und sie rief so, wie sie es in meiner Kindheit oft getan hatte, bevor ich eine Dummheit machen wollte. Oder auch wenn etwas passiert wäre, wenn ich schon mal gestürzt bin oder so. Sie rief, Doris! Instinktiv klammerte ich meine Arme um meinen Körper und machte mich ganz eng. Und da sah ich einen Einheimischen auch, der mich anrempelte und mich betatschte, in der Hoffnung natürlich, ich würde jetzt meine Hände loslassen, um ihn wegzustoßen. Er hatte ja im Sinn, meine Tasche zu klauen, mit dem Passbuch drin. Und das war eine Umhängetasche, eine kleine, da hatte ich das Wichtigste drin. Und ich sah ihn dann auch bei anderen Frauen das Gleiche machen. Anrempeln, betatschen. Und die schrien dann zum Teil, oder? Und wollten ihn wegstoßen. Aber das war wie eine Warnung, die Sie da bekamen. Ja, das war eine totale Warnung. Und ich denke, dass meine Mutter, die in gewisser Hinsicht auch medial ist, mich doch begleitet hatte auf dieser Reise. Aber sie hat zu dieser Zeit noch gelebt. Ja. Ja. Wie erklären Sie sich das, dass Ihre Mutter Sie da gewarnt hat? Dass sie mediale Fähigkeiten hatte. Und dass sie wusste, dass ich in Gefahr war. Es wäre natürlich nicht
in dem Sinn ein Unfall gewesen. Aber mein Passport, wenn der weg gewesen wäre, das wäre schlimm gewesen. Diese Nahtoderfahrung geschah vor über 40 Jahren. Und können Sie sich trotzdem noch so gut daran erinnern? Ja, erstaunlicherweise ist es für mich so, als hätte ich es vor einer Stunde erlebt. Und ich sehe jedes Detail vor meinen Augen. Nicht nur, dass ich es beschreibe, sondern ich sehe es total klar. Und auch das Erlebnis mit meiner Mutter, die meinen Namen rief in Asien. Ich kann ihre Stimme jederzeit nachmachen. Und das klingt mir jederzeit in den Ohren, wie sie Doris rief. Was für Auswirkungen hat denn diese Erfahrung auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Im Moment während vieler Jahren überhaupt keine. Ich erzählte diese Erlebnisse auch niemandem und ich wandte mich dann dem Leistungssport zu und ich vergaß diese Erlebnisse auch. Und ich war in dieser Zeit Atheistin, Überzeugte, im Gegensatz zu meinem Mann, der ein Jenseitswissen hat und mich oftmals ein bisschen stüpfelte, ob ich nicht dies oder jenes so. Und nach ca. 35 Jahren schaffte es mein Mann, mich auf ein Video von Frau Elisabeth von Drau aufmerksam zu machen und ihm zuliebe hörte ich es mir an. Und ich war so beeindruckt und begeistert und offenbar war es genau der Moment und diese Zeitspanne, die ich brauchte, um das wahrzunehmen. Und ich war sehr begeistert und hörte mir noch mehrere Videos an von Frau von Drau. Und dies vertiefte mich auch in Bücher und Zeitschriften. Und das ist noch nicht lange her. Es sind 3 Monate her. Bis zu jenem Zeitpunkt war ich Atheistin. Dann haben Sie dieser Nahtoderfahrung zu dieser Zeit keine große Bedeutung zugeordnet? Nein, ich wunderte mich einfach so, aber das hieß für mich nicht, dass es ein Jenseits gab. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber Sie sind jetzt in der Lage, das etwas besser einzuordnen. Ja, jetzt kann ich es einordnen. Ja, erst jetzt. Frau Hoog, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.